Moin! Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge im Fokus, hier im Deutschen Marinemuseum. Ich bin Susanne Foxley, die wissenschaftliche Volontärin hier im Haus und möchte Ihnen heute dieses Exponat, die Uniform einer Marinehelferin, vorstellen. Die Uniform der Marinehelferin ist an die Uniform der Kriegsmarine angelehnt. Sie besteht vornehmlich aus 4 charakteristischen Merkmalen, einmal dem Rock, den gefütterten dunkelblauen Jackett, der typischen Kopfbedeckung, dem sogenannten Schiffchen, und vor allem sehen wir auch hier die Dienstbrosche, die an der Krawatte befestigt ist. Diese Dienstbrosche ist besonders spannend, weil man daran erkennen kann, dass es keine richtige Dienstbrosche ist. Es wurden zwar auch Dienstbroschen gefertigt, die extra so gebaut waren, aber in unserem Fall ist es ein Marineknopf, an dem einfach eine Anstecknadel aufgelötet wurde. Daran erkennt man gut 2 verschiedene Sachen. Einmal die Materialknappheit, die zu Ende des Krieges geherrscht hat, aber auch, dass man nicht damit gerechnet hat, dass sich so viele Frauen zum Freiwilligen oder generell zum Dienst als Marinehelferin gemeldet hätten und dadurch auch der Bedarf an diesen Knöpfen oder an den Dienstbroschen nicht hoch genug ausgefallen war. Außerdem ist an diesem Exponat besonders spannend, dass als wir die Uniform hergeholt haben, haben wir festgestellt, dass die Trägerin so zierlich gewesen sein muss, dass tatsächlich mussten wir eine Kinderpuppe dafür verwenden, weil die Erwachsenenfiguren einfach nicht gepasst haben. Das ist besonders spannend, weil wir haben zwar hier ein Original, aber die genaue Provenienz ist unbekannt. Also wir wissen, dass sie so getragen wurde, aber wir kennen halt nicht die genaue Trägerin. Und dadurch, das ist halt etwas, wenn man als Besucher hier vor Ort ist und die fertige Vitrine anguckt, weiß man überhaupt nicht, was da dahinter steckt. Die Rolle der Frau im Nationalsozialismus wird oft unterschätzt. Das liegt teilweise daran, dass sie in der direkten Nachkriegszeit nicht wirklich thematisiert wurde. Man kann sagen, im Nationalsozialismus gab es ein klares propagandistisches Bild für Frauen und was sie eigentlich machen sollten. Das bestand aus 2 Aufgaben, nämlich erstmal gesunde Kinder zu bekommen. Man muss dazu sagen, gesunde deutsche Kinder aus der Ehe. Also das ist wie bei so vielem im Nationalsozialismus, wer nicht zur Gemeinschaft gehört hat oder gezählt wurde, der hatte auch keinen Wert. Dementsprechend waren diese 3 Unterpunkte quasi sehr wichtig in dieser Rolle. Und hinzu kam dann auch, dass die Frau den Haushalt für sich organisiert hat. Also sie musste das alles übernehmen, damit der Mann zunächst in der Anfangszeit an die Front gehen konnte. In der klassischen Vorstellung hat er an der Front gekämpft und die Frau hat zu Hause den Haushalt organisiert und die Kinder erzogen. Und später in der Friedenszeit sollte es dann darauf hinauslaufen, dass die Frau quasi das Rückgrat bildet und der Mann sich dann für die Volksgemeinschaft voll einsetzen konnte, indem er rausgehen und sich in seiner beruflichen Welt voll einsetzen und verwirklichen konnte. Viele kennen dieses propagandistische Frauenbild aus dem Nationalsozialismus wahrscheinlich noch aus dem Schulunterricht oder aus Fernsehdokus. Man muss aber dazu sagen, dass es an vielen Stellen durchbrochen wurde, auch von Frauen selbst. Einige meldeten sich freiwillig, dabei muss man aber sagen, sie dienten dann nicht bei der Wehrmacht, sondern gehörten zum sogenannten Wehrmachtsgefolge. Das heißt, sie waren nicht direkt mit Soldaten gleichzusetzen, kann man an der Stelle sagen. Ihren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung im April 1945, wo ungefähr 500.000 Frauen im Wehrmachtsgefolge dienten. Man muss dazu sagen, um sich das als Verhältnis vorzustellen, das sind ungefähr auf 20 Soldaten kam eine Frau. Bei der Kriegsmarine speziell haben wir leider nicht so greifbare Daten, wie wir gerne hätten, aber wir können sagen, dass 1943, 1944 ungefähr 20.000 Frauen bei der Kriegsmarine dienten. Die Einsatzspektren für Frauen im Wehrmachtsgefolge waren sehr divers. Das konnte tatsächlich von der Lkw-Fahrerin bis zur Rotkreuzschwester hingehen. Die Rotkreuzschwester ist ja auch so ein typisches Bild von der Zeit. Es gab auch Flakhelferinnen, da muss man aber sagen, dass das nicht wirklich so gerne gesehen wurde. Also man wollte eigentlich Frauen im Nationalsozialismus nicht wirklich an der Waffe hantieren lassen. Es kam aber trotzdem vor. Vor allem wurden Frauen stattdessen in der Nachrichtenvermittlung und in der Verwaltung eingesetzt. Da sieht man direkt, das lässt sich etwas einfacher mit diesem propagandistischen Idealbild der Frau vereinbaren, als beispielsweise der Dienst an der Waffe.
Genauso wie es sehr unterschiedliche Einsatzgebiete gab, gab es auch sehr unterschiedliche Motivationen, überhaupt sich für den Dienst zu melden. Und dazu muss nochmal gesagt werden, dass sich nicht alle freiwillig gemeldet haben, sondern später auch Frauen eingezogen wurden. Aber die Motivation konnte unglaublich stark variieren. Also beispielsweise gab es Leute, die sich gemeldet haben, weil sie von zu Hause ihrem Elternhaus entfliehen wollten, weil sie die Welt sehen wollten. Und man muss ja dazu sagen, die besetzten Gebiete, die Deutschland zuerst erobert hatte, haben händeringend nach Personal gesucht und da gab es eben die Möglichkeit für viele Frauen aus ihrem gewohnten Umfeld zu entfliehen. Zeitgleich gab es natürlich auch Frauen, denen es wichtig war, die Volksgemeinschaft zu unterstützen und die das nationalsozialistische Gedankengut eben auch stärken und zum Sieg führen wollten. Hierzu kann man auch anmerken, dass 10.000 Frauen bei der SS bzw. im Gefolge der SS waren. Kommen wir zurück zu unserer Uniform. Es gab verschiedene Gründe, warum sie geschätzt wurde. Manche Frauen mochten sie, weil sie an die Modetrends der Zeit angelehnt war und dementsprechend auch als schick empfunden wurde. Andere schätzten an ihr, dass sie warm gehalten hat. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Jackett ist gefüttert und man hat dazu auch festes Schuhwerk bekommen, was eben im Winter auch sehr wichtig sein konnte. Es gab auch weitere Gründe, warum Frauen diese Uniform ansprechend fanden. Unter anderem konnte dies daran liegen, dass man damit aktiv gezeigt hat, dass man sich für sein Land engagiert und für die überzeugten Frauen natürlich auch damit aktiv zeigen, dass sie sich für den Nationalsozialismus engagieren. Andererseits gab es auch rechtliche Konsequenzen, die eben aus dem Tragen der Uniform hervorgegangen sind. Und zwar konnte man dadurch eben auch Frauen als Teilnehmer des Wehrmachtsgefolges identifizieren, wodurch sie auch einen gewissen Status rechtlich erhalten haben. Von Seiten der militärischen Führung wurde auch damit argumentiert, dass wenn man Uniformen verteilen würde, die wurden ab 1940 ungefähr verteilt, dass man damit auch Frauen zwingen würde, sich züchtiger zu verhalten, da sie ja damit aktiv als Teil des Wehrmachtsgefolges erkannt werden konnten und dementsprechend sich auch ihrer Rolle entsprechend verhalten müssten. Man kann sehen, dass sich die Uniform aus verschiedenen Aspekten zusammengesetzt hat, also aus moralischen, rechtlichen, aber auch aus rein praktischen Gründen. Insgesamt war die Uniform komplett ein Streitthema. Also warum sollten Frauen überhaupt die Uniform bekommen, hieß es teilweise. Sie waren ja eigentlich keine Soldatin, zeitgleich waren sie aber Teil des Wehrmachtsgefolges. Unter anderem wurde auch stark dagegen vorgegangen. Im Sommer 1942 veranlasste Hitler einen Beschluss, in dem es hieß, die Uniformen sollten alle wieder eingezogen werden und man solle keine neuen verteilen, da man damit Material sparen könnte. Aber wir wissen eben, dass dieser Beschluss nicht umgesetzt wurde oder auf jeden Fall nicht flächendeckend umgesetzt wurde. Abschließend möchte ich Ihnen noch etwas zu den Verlustzahlen sagen. Und zwar gibt es da leider keine genauen Daten. Und vor allem auch, also auf der einen Seite nicht zu Frauen im Wehrmachtsgefolge, aber auch vor allem nicht zu den Kriegsmarinehelferinnen speziell. Wir sehen da eine große Forschungslücke und würden uns auch sehr freuen, wenn sich jemand dem annimmt, da dieses Thema einfach unglaubliches Potenzial hat. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge im Fokus angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn es bei Ihnen ebenfalls so ist, dann abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie die Glocke, damit Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und lassen Sie uns gerne auch ein Like und einen Kommentar da.